Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe noch eine Torte für euch und zwar möchte ich euch meine Weihnachtstorte zeigen, denn ich habe eine Spekulatius Mascarpone Quarktorte gemacht. Und dieses Rezept möchte ich euch unbedingt zeigen, denn die ist mega lecker. Ich wünsche euch viel Spaß. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten. Ihr braucht 2 Tortenböden mit einem Durchmesser von 26 cm. Ich habe wieder in der Infobox was drinstehen, ein Rezept und wie das funktioniert. Dann brauchen wir noch 300 plus nochmal 100 ml Sahne, ein Päckchen Vanillezucker, 6 Blatt Gelatine, weiße natürlich, 500 Gramm Magerquark, 250 Gramm Mascarpone, dann 90 Gramm Honig. Ich hatte jetzt einen Rapshonig, ihr könnt aber auch einen normalen flüssigen Honig nehmen. Dann 2 Esslöffel Spekulatiusgewürz, wer es nicht mag, kann es weglassen. Dann 2 kleine Dosen Mandarinen oder eine große. Dann etwas Backkakao und Spekulatiusplätzchen für den Rand. Und wenn ihr oben die Sterne haben wollt, braucht ihr noch Sternschablonen. Ja, los geht's. Hier ist mein Boden. Der war mega toll. Ich habe in diesen Boden noch Spekulatiusgewürz mit hineingegeben, dass es alles etwas weihnachtlicher wird. Aber wie gesagt, unten in der Infobox schreibe ich euch das rein. Und der wird einmal halbiert. Dann habe ich hier 300 ml Sahne, die schlage ich jetzt steif. So sah sie dann aus. Die kommt jetzt in den Kühlschrank. Weiter geht es mit der Gelatine. Die muss ich in kaltes Wasser einweichen. Dazu gebe ich einfach so nämlich ein etwas größeres Gefäß, gebe da kaltes Wasser hinein und lege meine Blattgelatine einzeln hinein, also eine nach der anderen. Und lasse dort 5 bis 10 Minuten quellen. Ja, in der Zwischenzeit machen wir die Creme. Hier habe ich jetzt meine Mascarpone und meinen Quark drin. Ihr könnt übrigens auch so einen rahmigen Quark nehmen, das geht auch. Bloß ich nehme gern Magerquark. Da kann ja wenig so tun, als wäre es ein bisschen gesund, ne? Dann habe ich hier meinen Rapshonig, den gebe ich da mit hinein. Wie gesagt, ihr könnt auch normalen Honig nehmen. Dann kommt das Spekulatiusgewürz hinein. Wer mag, kann auch nur Zimt hineingeben, das schmeckt auch ganz gut. Und das wird verrührt. Da seht ihr es wieder, ich habe wieder gewechselt zum Flachrührer. Da bin ich momentan echt schlimm mit dem Auswählen der Rührer. Da sieht man schon, wie schön cremig meine Creme ist. Und dann bereite ich jetzt meinen Boden vor. Den habe ich einmal waagerecht durchgeschnitten, wobei aus dem Boden auch 3 herausgingen. Aber ich wollte 2 haben, dann lege ich den Tortenring darum und dann mache ich mich an meine Gelatine. Die hatte ich hier jetzt ausgedrückt. Ich habe dafür so einen kleinen Topf und dann wird sie am Herd erhitzt, sodass sie schmilzt, aber nicht kochen. Dann passe ich meine Gelatine der Creme an, gebe einfach einen Esslöffel damit hinein, verrühre das Ganze und dann darf das in die Creme mit hinein. Und wie ihr hier sehen könnt, meine Gelatine hat wahnsinnig schnell gearbeitet. Also es hat schon angefangen zu gelieren. Also da muss man echt zügig arbeiten. Ja, wenn meine Gelatine dann verarbeitet ist in der Creme, kommt zum Schluss noch meine Sahne dazu und die hebe ich dann einfach nur noch unter. So sah sie dann aus und dann geht es ans Schichten von der Torte. Hier habe ich jetzt meine Mandarinen, die natürlich vorher abtropfen. Ihr könnt auch jedes andere Obst nehmen, wie Kirschen, Heidelbeeren. Ihr könnt auch frisches Obst nehmen, wie Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren. Ne, also da könnt ihr echt nehmen, was ihr wollt. Dann gebe ich so gut 3/4 von der Creme da drauf. Ach ja, und ich habe ein wenig an den Rand gelassen, damit das dann, wenn man die Creme drauf tut, dass das nicht so hinausquetscht. Ist mir halt aufgefallen so mit der Zeit. Ja, und dann verstreiche ich die Creme schön gleichmäßig. Dann habe ich hier meinen zweiten Boden drauf und dann streiche ich die restliche Creme oben noch drauf. Also verstreiche das Ganze schön. Versuche schön zu verstreichen. Und die darf jetzt halt gute 4 Stunden in den Kühlschrank. Dann habe ich hier meine Sahne, die habe ich mit dem Vanillezucker steif geschlagen. Ihr wisst ja unterdessen, wie man Sahne steif schlägt. Und dann decke ich meine Torte komplett damit ein. Also den Rand. Es muss absolut nicht schön sein. Wie man auch hier erkennen kann. Also die muss selber gestehen, sie sieht nicht perfekt aus jetzt gerade. Aber das ist sowas von wurscht. Das wird jetzt dann schon. Ja. Und dann hatte ich hier solche Dekosterne. Man dachte, die sind doch perfekt dafür. Und die lege ich mir einfach oben drauf und dann siebe ich den Backkakao darüber. Und zwar
auf der ganzen Oberfläche. Und dann, das ist jetzt ein bisschen happig, sag ich mal, so ein bisschen schwierig, die Sterne dann vorsichtig wieder wegtun und zwar so, dass halt eben nichts, ich sag jetzt mal, verletzt wird. Also wenn man abrutscht, dann kann es, da vorne sieht man es ein bisschen, das sieht man dann gleich, das ist ein wenig so ein kleines Problem. Aber einfach ganz sachte und vorsichtig und langsam, dann klappt es schon. Ja, und jetzt habe ich meine Spekulatius-Kekse. Da habe ich mir jetzt das Motiv von der Windmühle und dem Nikolaus ausgesucht und die werden dann abwechselnd am Rand entlang hingedrückt, hingeklebt, festgedrückt. Und dann ist eine ganz schöne, also doch noch schöne Torte fertig. Also so einfach geht es, ohne großen Schnickschnack. Und so Spekulatiuskekse. Ich arbeite eigentlich sehr gerne mit den Keksen, weil die haben einfach ein total schönes Muster und ich habe mehr davon auf meinem Kanal. Ja, also die Torte durch den Honig ist sie süß und doch nicht zu süß. Die Mascarpone-Quarkcreme gibt auch noch so eine Leichtigkeit. Sie liegt nicht schwer im Bauch. Und ich meine, es ist jetzt zwar mit Weihnachtsgewürzen, und wie gesagt, die kann man weglassen oder durch irgendwas anderes ersetzen. Und ich finde, die kann man trotzdem zu jeder Jahreszeit essen. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, ein gesundes neues Jahr und bis demnächst. Tschüss.